Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video geht es um den Vergleich zwischen Fitbit Ionic und Garmin Vivoactive 3. Wenn du zwischen diesen zwei Uhren schwankst, dann bist du hier genau richtig. Hey Leute, wie geht's? Björn hier mit FitGadget. In diesem Channel geht es darum, wie du deine Fitnessziele besser und schneller mit Gadgets erreichst. Auf diesem Channel findest du Unboxings, Tipps und Tricks und Reviews wie dieses hier. Wenn du neu hier bist, dann lohnt es sich zu abonnieren. Und jetzt Ionic gegen Vivoactive 3. Beide Uhren befinden sich im gleichen Preissegment mit fast den gleichen Features. Deshalb ist es ganz besonders spannend, diese zwei Uhren Kopf an Kopf zu vergleichen. Nebenbei bemerkt findest du unten in der Beschreibung einen Link zum günstigsten Angebot der Uhren. Insbesondere in der Vorweihnachtszeit kann man hier ein Schnäppchen machen. Fangen wir mit dem Offensichtlichen an, die Displays. Denn unterschiedlicher könnten diese zwei gar nicht sein. Eckig gegen rund, 1000 Nits gegen transflektiv. Die Ionic nutzt ein sehr leuchtstarkes LC-Display mit einer Pixeldichte von 300 ppi. Geschützt wird das Display mit Corning Gorilla Glass 3. Die Vivoactive 3 hingegen besitzt ein MIP-Display mit 280 ppi Pixeldichte. Geschützt wird es ebenfalls mit Gorilla Glass 3. Was auf dem Papier recht ähnlich aussieht, ist in der Praxis ein gravierender Unterschied. Beim Garmin-Modell kommt ein Always-On-Display zum Einsatz. Dieses transflektive Always-On-Display nutzt hauptsächlich das Umgebungslicht, um das Ziffernblatt zu beleuchten. Je mehr Umgebungslicht verfügbar, desto besser ist es auch ablesbar. Bei Sonnenschein und Outdoor-Aktivitäten ist das Vivoactive 3 somit unschlagbar. Indoor und wenn es dunkel ist, muss jedoch die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet werden. Außerdem wirken die Farben recht dumpf, welches scheinbar der Preis für ein Display ist, das immer an ist. Ein weiterer Vorteil des Garmin-Displays jedoch ist, dass es trotz Always-On-Technologie nur sehr wenig Strom verbraucht, was der Akkulaufzeit zugutekommt. Mehr dazu gleich. Die Fitbit Ionic auf der anderen Seite hat eine ganz andere Displayphilosophie. Die Farben sind lebendig und kräftig, erfordern jedoch immer Hintergrundbeleuchtung, um ablesbar zu sein. Deshalb ist das Display auch nicht immer an, sondern muss durch Berührung, Tastendruck oder Armbewegung eingeschaltet werden. Im Gegensatz zu vielen LC-Displays ist das Display der Ionic sehr gut im Sonnenlicht ablesbar, da es mit 1000 Nits äußerst leuchtstark ist. Die Leuchtstärke wird mittels Umgebungslichtsensor automatisch geregelt. Ich persönlich mag runde Uhren lieber als eckige, deshalb geht meiner Meinung nach der Punkt fürs Design an die Vivoactive 3. Beim Display jedoch hat die Fitbit Ionic für mich die Nase vorn, wobei ich das transflektive Always-On-Display der Vivoactive 3 ausgezeichnet finde. Beide Touchscreens reagieren zuverlässig und akkurat. Nebenbei bemerkt, die Ionic und die Vivoactive 3 sind bis zu 50 Meter wasserdicht. Hier und da gibt es manchmal Fehleingaben, wenn die Screens nass werden. Trotzdem lassen sie sich bei Nässe immer noch gut bedienen, jedoch nicht komplett unter Wasser. Trotz guter Touchscreens darf man aber auch keine schnelle Reaktionszeit wie bei den neuesten Smartphones erwarten. Zusätzlich zum Touchscreen bieten beide Uhren die Möglichkeit, über physische Tasten Eingaben zu tätigen. Die Tasten der Fitbit Ionic haben einen sehr schönen Druckpunkt. Ich würde sie als sehr clicky bezeichnen. Ich bin immer noch erstaunt, dass ich die Tasten der Ionic viel lieber als den Touchscreen benutze. Bei der Vivoactive 3 ist es aber genau umgekehrt. Zusätzlich zu der Ein-Tasten-Bedienung der Vivoactive 3 bietet Garmin auch die Side-Swipe-Technologie. Anstatt auf dem Touchscreen zu swipen, geht man mit dem Finger über das Gehäuse. Nach einiger Zeit habe ich dieses Feature jedoch ausgeschaltet, weil ich eher den Touchscreen benutzt habe, da dieser auch genauer war. Die einzige echte Taste der Vivoactive 3 ist ziemlich weich zu drücken und nicht so knackig wie die Ionic-Tasten. Zum Gesamteindruck der Haptik und Bedienung gesellt sich noch die Verarbeitung. Die Fitbit Ionic besteht aus einem Unibody-Gehäuse aus gehärtetem Aluminium. Die Vivoactive 3 fühlt sich ebenfalls hochwertig an und besteht aus faserverstärktem Polymer und Edelstahl. Ich denke aber, im direkten Vergleich wirkt die Fitbit Ionic hochwertiger. Insgesamt würde ich somit sagen, dass die Fitbit Ionic aufgrund der Verarbeitung und der knackigen Tasten den Haptikpunkt für sich gewinnt. Jedoch liegt die Vivoactive 3 knapp dahinter. Die optische Pulsmessung ist mittlerweile der Standard bei vielen Fitness-Trackern und Sportuhren geworden. Fitbit und Garmin haben jeweils ihre eigenen Technologien in diesem Bereich. Mit dem PurePulse-Sensor der Ionic ist es sogar möglich, die momentane Sauerstoffsättigung im Blut zu messen. Jedoch wurde dieses Feature noch nicht freigeschaltet. Aufgrund der verschiedenen Leuchtdioden kann der Pulsmesser der Ionic somit noch mehr Daten als den reinen Puls ermitteln. Wie gesagt, sind diese Funktionen aber leider noch nicht verfügbar. Der Elevate-Herzfrequenzsensor der Vivoactive 3 hingegen ist mehr ein klassischer optischer Pulsmesser. Zusätzlich zum Puls misst die Vivoactive 3 indirekt die Herzfrequenzvariabilität, welches in einen Stress-Level-Score eingebunden wird. Beide Herzfrequenzsensoren arbeiten bei Laufeinheiten und beim Ausdauertraining, welches Handgelenksbewegungen involviert, relativ genau. Die Königsdisziplin bei der optischen Pulsmessung ist jedoch das Kraft- und Intervalltraining.
Hier unterscheiden sich beide Pulsmesser in der Genauigkeit. Auch wenn kein optischer Pulsmesser an die Genauigkeit eines Brustgurts herankommt, kann die Ionic bei vorher genannten schwierigen Trainingsarten mit den relativ besseren Werten aufwarten. Somit geht der Punkt der optischen Pulsmessung an die Fitbit Ionic, wobei noch nicht das letzte Wort in Sachen Pulsgenauigkeit gesprochen ist. Denn am Ende des Videos komme ich noch auf die Alleinstellungsmerkmale der Uhren zu sprechen. Apropos Krafttraining, ein interessantes Gimmick, wie ich finde, ist, dass die VivoActive 3 automatisch Wiederholungen zählen und Übungen aufgrund der Bewegungsmuster erkennen kann. In der Praxis jedoch funktioniert das Zählen eher mittelprächtig und die automatische Übungserkennung funktioniert noch seltener. Aber man kann seinen Trainingsplan mit den korrekten Übungen händisch in die App eintragen und diesen auf die VivoActive 3 übertragen. Zusätzlich unterscheidet das Krafttrainingsprofil der VivoActive 3 zwischen Trainingszeit und Ruhezeit zwischen den Sätzen. Beide Uhren besitzen einen vollständigen GPS-Empfänger. Entsprechend habe ich beide Uhren auf schwierigem Terrain, nämlich im Wald unter Bäumen getestet, um zu schauen, wie akkurat die GPS-Empfänger arbeiten. Um es kurz zu machen, die Fitbit Ionic hat bei mehreren Läufen die bessere GPS-Performance abgeliefert. So trackte sie die Strecke und die Pace genauer. Außerdem hatte sie einen besseren Empfang, da der Streckenverlauf auf der Karte viel akkurater angezeigt wurde. Die Fitbit Ionic hat trotz leistungsstarkem Display eine Akkulaufzeit von 4 bis 5 Tagen. Die VivoActive 3 hat sogar eine noch längere Akkulaufzeit von 6 bis 7 Tagen. Natürlich hängt die tatsächliche Akkulaufzeit stark vom Nutzerverhalten ab. Dazu muss ich sagen, dass ich 4 bis 5 Mal die Woche trainiere und mich grundsätzlich viel bewege. Kurz zu den anderen Erfahrungsberichten zur VivoActive 3 im Internet, welche von einer schlechten Akkulaufzeit sprechen. Zu Anfangs habe ich ebenfalls diese schlechten Erfahrungen gemacht. Jedoch habe ich bemerkt, dass die Hintergrundbeleuchtung maßgeblich daran schuld war. Deshalb habe ich die automatische Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet und die Helligkeit auf die niedrigste Stufe gestellt. Selbst mit diesen Einstellungen ist die Uhr dank des transflektiven Always-On-Displays perfekt lesbar. Somit ist die angegebene Herstellerangabe von 7 Tagen durchaus realistisch. Nebenbei war ich während des Tests für 2 Wochen krank und konnte somit keinen Sport machen. Insgesamt habe ich mich weniger bewegt. Und während dieser Zeit konnte ich die Akkulaufzeit sogar auf 14 Tage ausweiten. Dank der mehrtägigen Akkulaufzeit beider Uhren ist die Schlafanalyse kein Problem, zumal die Schlafanalyse immer wichtiger wird, um ein ganzheitliches Bild der persönlichen Fitness darzustellen. Hier muss man sagen, dass Fitbit die beste Schlafanalyse aller Fitness-Tracker überhaupt bietet. Die Daten sind umfangreich und werden sehr gut aufbereitet, sodass die Informationen viel eingängiger und verständlich sind. Die VivoActive 3 trackt den Schlaf ebenfalls genau, jedoch bietet Garmin weniger Informationen zum Schlaf. Jede gute Smartwatch sollte mit Benachrichtigungen vom Smartphone umgehen können. Die Ionic und die VivoActive 3 zeigen solche Benachrichtigungen auch an. Außerdem kann man aussuchen, von welchen Apps die Benachrichtigungen zugelassen werden. Jedoch kann man leider nicht mit diesen Benachrichtigungen interagieren. Zumindest bietet die VivoActive 3 Interaktionsmöglichkeit bei SMS-Eingang und bei Anrufen an. Aber was eine Smartwatch wirklich ausmacht, sind die externen Apps, die man auf der Uhr ausführen kann. Hier hat Garmin die Nase deutlich vorn. Garmins App Store bietet eine sehr große Vielfalt an Watchfaces, Widgets, Datenfeldern und Apps. Leider hat Fitbit derzeit nur magere 11 Apps im App Store, welche allesamt bereits auf der Ionic vorinstalliert sind, weil es sich meistens um System-Apps handelt. Jedoch tut sich langsam etwas bei Fitbit und man kann hoffen, dass nach Weihnachten noch mehr Apps verfügbar sind. Ein weiteres wichtiges Kriterium sind die sogenannten Companion Apps, also die App, mit der man auf dem Smartphone mit der jeweiligen Uhr interagiert. Hier kann man grob sagen, dass die Fitbit-App einfacher und viel eingängiger ist als die Garmin-App. Garmin Connect jedoch hat einen weitaus größeren Informationsumfang, was aber auch die Komplexität erhöht. Was ebenfalls immer mehr an Bedeutung gewinnt, ist das Coaching. Schließlich ist es nur logisch, mit einer Fitness- bzw. Sportuhr auch trainieren zu wollen. Und hier gehen Garmin und Fitbit den Kunden zur Hand und bieten entsprechend Trainingsprogramme an. Fitbit bietet dieses Feature aber nur unter Bezahlung an. Mit jährlich 45 € erhält man somit Zugriff auf eine große Bibliothek von geführten Trainingsprogrammen, angefangen von Lauf- und Walking-Programmen bis hin zum Krafttraining mit dem eigenen Körpergewicht. Garmin hingegen beschränkt sich mit seinen Trainingsprogrammen auf das Laufen und Triathlon. Dafür sind diese Trainingsprogramme aber kostenlos verfügbar. Zum Schluss würde ich gerne noch auf die jeweiligen Alleinstellungsmerkmale der Uhren eingehen. Hier haben wir auf der Seite von Fitbit ein sehr nützliches Feature, nämlich das Speichern und Abspielen von Musik auf der Uhr. Somit kann man mit der Fitbit Ionic getrost das Smartphone zu Hause lassen und trotzdem während des Trainings seine Lieblingsmusik hören. Einen kleinen Haken hat das Ganze jedoch. Der Übertragungsprozess der Musik ist langsam und nicht ganz benutzerfreundlich. Was auch sehr schade ist, dass wir in Zeiten von Streamingdiensten keine Unterstützung in Deutschland haben. Aber nichtsdestotrotz ist es sehr angenehm, dass man für Musik das Smartphone nicht mehr dabei haben muss.
Das Alleinstellungsmerkmal der Vivo Active 3 hingegen ist die Möglichkeit, externe Herzfrequenzsensoren mit der Uhr zu koppeln. Wie vorhin schon erwähnt, schlagen Brustgurte in Sachen Genauigkeit optische Pulsmesser um Längen. Wer ernsthaft sein Training tracken möchte, kommt also um die Genauigkeit eines Brustgurts nicht herum. Mein Fazit: Auch wenn in vielen genannten Kriterien die Fitbit Ionic die Nase vorn hatte, heißt es nicht, dass sie generell die bessere Uhr ist. Insbesondere zum jetzigen Zeitpunkt. Schaue dazu mein Video 5 Gründe gegen die Fitbit Ionic. Es hängt immer vom Nutzerverhalten ab, welche Uhr für wen am besten ist. Pauschal würde ich sagen, dass die Fitbit Ionic aufgrund der simplen und einfachen Menüführung und den consumerfreundlichen Features bestens für Einsteiger und für etwas fortgeschrittene User geeignet ist. Die Garmin Vivo Active 3 mit ihren umfangreichen Daten und der Möglichkeit, einen Brustgurt zu koppeln, sprechen eher Fortgeschrittene und Profis an. Beide Uhren bieten noch weitaus mehr Features, als ich angesprochen habe. Im Sinne des Vergleiches habe ich diese jedoch bewusst ausgelassen und kleinere vergleichbare Features nicht erwähnt. Okay, Frage des Tages. Welches Feature welcher Uhr findest du am besten? Vielleicht eines, welches ich vergessen habe? Schreib's mir unten in die Kommentare. So, das war's erstmal mit meinem Vergleich zwischen Fitbit Ionic und Garmin Vivo Active 3. Vielen Dank fürs Zuschauen, like das Video, wenn es dir gefallen hat und wie immer, bleib fit!